der Schüler die Radfahrerin hier wirklich nicht gesehen? Ich meine, kann ja sein. Nur beim Fahren habe ich eine Sekunde drüber nachgedacht. Kann ja eventuell auch seine Ex-Freundin sein. Ein Bus mit Warnblinker war zum Glück dieses Mal auch dabei. Nur ob der Schüler hier alles richtig gemacht hat? An dieser Stelle hier machen wir Bekanntschaft mit dem parkenden Auto auf der rechten Seite. Außerdem erkläre ich euch hier relativ genau, wie das mit dem toten Winkel funktioniert. Aber nicht nur das, wie die genaue Ausführung der Beobachtung funktioniert, ist auch mit dabei. Hier war jetzt echt eine krasse Situation, weil er die Radfahrer beim Rausfahren überhaupt nicht gesehen hat. Vielleicht ja die Family von seiner Ex. Die abknickende Vorfahrtsstraße haben wir auch mit dabei, damit ihr hier genau wisst, was zu tun ist. Und dann haben wir zwischendurch mal ein UFO getroffen. Und glaubt mir das, in der Theorie haben wir das wirklich getroffen. Ich erkläre euch relativ genau, wie ihr eine Rechts-vor-Links-Straße erkennen könnt, wo auch viele Schüler wirklich mit Problemen haben. Diese Situation mit den Kindern hier war echt schon kritisch, ist super gefährlich und Prüfer finden das überhaupt nicht lustig. Bahnübergänge dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen, aber wir hatten dieses Mal so viele wichtige Situationen. Schaut es euch am besten selber in voller Länge an und lernt daraus. Ach ja, eine Sache hätte ich fast vergessen. Warum dieser Bulli hier für Schüler absurd wichtig ist, werde ich euch im Verlauf des Videos ausführlich erklären. Nutzt deine Zeit sinnvoll und zieht ihr das Video in voller Länge rein. Hey ihr Lieben, was geht ab bei euch? Wie ihr gerade im Intro schon gesehen habt, gibt es heute viel zu sehen und viel zu lernen für euch. Deswegen labern wir gar nicht groß rum, sondern starten direkt ins Video. Hier sind wir gerade dabei, auf die Umgehungsstraße, also auf die Kraftfahrstraße drauf zu fahren. So, wir fahren jetzt hier drauf und habt da mal ein Auge drauf, hier stehen keinerlei Verkehrszeichen am Straßenrand. Und mit Verkehrszeichen sind in erster Linie Geschwindigkeitsschilder gemeint, weil die meisten Schüler sind dann wieder sehr verunsichert, wie schnell man dann jetzt hier fahren darf. Und ihr könnt ja selber hier sehen, wir fahren ja noch nicht mal 70. Ein großes Problem ist zusätzlich noch, dass die allermeisten Fahrschulwagen heutzutage eine automatische Verkehrszeichenerkennung haben. Heißt also, dass vorne im Tacho bei euch angezeigt wird, wie schnell ihr da vermeintlich fahren dürft. Nur hoffentlich wird euer Fahrlehrer euch da ziemlich schnell darüber aufklären, dass ihr euch da auf gar keinen Fall nachrichten dürft. Weil das Auto macht natürlich auch Fehler und in der Prüfung könnt ihr ja schlecht zu dem Prüfer sagen, das Auto hat mir das aber gesagt. In unserem Fall hatte das Tacho 70 angezeigt, also dachte der Schüler wahrscheinlich, dass er 70 fahren darf. Merkt euch aber in diesem Fall, wenn ihr keine Verkehrszeichen habt, ist je nachdem, ob ihr innerorts oder außerorts seid, 50 oder 100. Und da es relativ häufig vorkommt, dass ihr da keine Temposchilder habt, seid euch bitte immer im Klaren darüber und vergesst niemals, dass es trotzdem eine glasklare Aussage für euch ist, wie schnell ihr dort fahren dürft, auch wenn ihr keine Verkehrszeichen habt. Allerdings muss man dazu sagen, dass dies natürlich voraussetzt, dass ihr konstant wisst, ob ihr innerorts oder außerorts seid. Also merkt euch hier, Schilder sehen ist für die Prüfung relativ wichtig. Ich weiß noch ganz genau, als ich vor meiner Führerscheinprüfung stand, habe ich mir nur gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwo ein Schild übersehe, dann weiß ich ja eigentlich gar nicht, ob das jetzt ein wichtiges Schild oder ein unwichtiges Schild war. Weil ich habe es ja gar nicht erst gesehen, ne? Und genau zu dem Zeitpunkt ist mir dann bewusst geworden, dass ich es irgendwie auf die Kette kriegen muss, wenigstens eine Stunde lang konzentriert zu sein und alle Schilder zu sehen. Und wenn ihr das dann auch noch zusätzlich mit dem Selbstgespräche führen, also mit dem Reden verbindet, dann kann euch in der Prüfung auf Schilder bezogen schon mal nichts passieren. Ach ja, falls ihr das mit dem Reden, also Selbstgespräche führen, nicht kennen solltet, hier in diesem Video erkläre ich es relativ ausführlich. Also falls ihr echt nicht wisst, wovon ich rede, schaut da doch mal vorbei, weil es lohnt sich wirklich. Vor allem bei Prüfungsangst oder wenn ihr Schwierigkeiten mit der Konzentration habt. Hier haben wir jetzt gleich eine stinknormale Kreuzung, wo wir einfach nur rechts abbiegen müssen. So, und da der Schüler jetzt hier ein bisschen übertrieben hat, kann ich das besser eben erklären. Bei den meisten ist, glaube ich, das größte Problem, dass sie die Kreuzung einfach nicht verstehen. Und da geht es dann auch nicht wirklich darum, dass sich bei Grün ja trotzdem immer ein Einsatzfahrzeug nähern könnte. Oder dass im schlimmsten Fall ja immer jemand über Rot fahren kann. Hier kann man jetzt klar sehen, dass der Schüler sich nur auf die linke Seite konzentriert. Wir haben natürlich zu diesem Zeitpunkt Grün. Und hier geht es dann in erster Linie wirklich nur darum, die Kreuzung zu verstehen und zu checken, dass der Querverkehr inklusive Fahrradfahrer und Fußgänger rot hat. Und wenn ich dann noch weiß, wo die wichtigen Blicke hingehen müssen, dann ist ja alles tutti. Man kann jetzt hier sehr schön sehen, bei uns war das Problem, dass wir doch sehr den hinteren Verkehr behindert haben. Also wird der Prüfer gar keine Probleme damit haben, wenn man beim Abbiegen mal einen Blick nach links wirft. Aber so übertreiben und da fast nochmal anhalten geht natürlich nicht.
In den meisten Fällen habt ihr zusätzlich noch zum Rechtsabbiegen die Fußgänger und Radfahrer, die hier auch noch grün haben. Was bei unserer Kreuzung übrigens nicht der Fall ist. Nur ihr dürft hier unter gar keinen Umständen den Schulterblick vergessen, auch wenn dort keine Fußgängerampel vorhanden ist. Weil merkt euch das am besten, sobald ihr abbiegen müsst, beziehungsweise sobald ihr blinken müsst, muss man wirklich immer einen Schulterblick machen. Wahrscheinlich könnt ihr euch dann jetzt 1 und 1 zusammenzählen, dass die Schüler dann wegen diesem ganzen Linksgegucke natürlich gerne mal den Schulterblick rechts vergessen. Was natürlich sehr blöd ist, unabhängig davon, ob da jetzt Fußgänger oder Radfahrer grün haben. Also kleiner Tipp von mir, seht erstmal zu, dass ihr Kreuzungen generell wirklich versteht. Zufällig habe ich über das Kreuzungsthema auch ein super ausführliches Video gemacht, wo ich wirklich auf alle wichtigen Sachen eingehe, die für einen Schüler in der Prüfungsfahrt wichtig werden können. Ganz egal, ob es jetzt einfach nur das richtige Reinfahren in die Kreuzung ist oder wenn ihr genau wissen wollt, wie das mehrspurige Abbiegen funktioniert oder ob ihr einfach nur wie gerade wissen wollt, wie so eine Kreuzung generell funktioniert, damit ihr da bei euren Fahrstunden nicht mehr solche Probleme habt. Schaut da mal vorbei, falls ihr Schwierigkeiten habt. Ich verlinke euch das Video in den Infokarten. So, dann fahren wir nächst rechts wieder. Hier haben wir jetzt, wie man unschwer erkennen kann, ein Hindernis auf der Fahrbahn. Hier müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr zunächst immer in den Innenspiegel schaut, danach in den jeweiligen Außenspiegel, wohin ihr blinkt oder fahrt und direkt im Anschluss den Blinker links. Kleiner Tipp, macht dies so früh es nur geht, weil ihr müsst dann im Anschluss, bevor man rausfährt, noch den Schulterblick machen. Selbstverständlich auch nach links, also in die Richtung, wo ihr hinfahrt oder hinblinkt. So, ihr müsst hier ein bisschen verstehen, wenn es ums Überholen oder ums Vorbeifahren geht, spielt es in der Regel überhaupt keine Rolle, was das für Hindernisse sind. Das können parkende Autos sein oder feste Hindernisse wie Verkehrsinseln oder Baustellen, andere Verkehrsteilnehmer und so weiter und so weiter. Also spielt es gar keine Rolle, was dort für ein Hindernis vorhanden ist, sondern nur, ob ihr dafür eure Spur verlassen müsst. So, wenn ihr dann dafür euren Fahrstreifen verlassen müsst, könnt ihr euch merken, muss hier immer geblinkt werden. Und wie gerade schon erwähnt, muss dies immer in Kombination mit der Spiegelbeobachtung und dem Schulterblick gemacht werden. Merkt euch ein bisschen, bei Hindernissen müsst ihr nur zum Rausfahren blinken und nicht zum Reinfahren. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann man sich das am besten merken mit dem Spiegelblinker-Schulterblick machen, dann kann ich euch nur den Tipp geben, merkt euch das am besten so. Jedes Mal, wenn ihr den Blinker setzen müsst, muss vorher in die Spiegel geschaut werden. Und im Anschluss muss dann noch immer ein Schulterblick gemacht werden. Also gehören diese 3 Sachen wirklich immer zusammen. So, und dann ist nur noch die Frage, wann und wo muss überall geblinkt werden. An Hindernissen, das hatten wir ja gerade. Selbstverständlich beim Abbiegen, beim Überholen, bei einem Spurwechsel, das Ausfahren beim Kreisverkehr und beim Anfahren oder Anhalten. Also könnt ihr euch über diese Methode relativ leicht einprägen, wann man überall Spiegel, Blinker, Schulterblick machen muss. Also merkt euch hier ganz simpel, sobald man blinken muss, müssen die anderen beiden Sachen auch immer mitgemacht werden. Und ja, ich weiß, das klingt für die meisten von euch wahrscheinlich relativ stressig. Und ich muss auch zugeben, am Anfang ist es relativ gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Aber wenn man sich dann einmal dran gewöhnt hat, dann geht es auf jeden Fall klar. Ich kann euch nur dazu sagen, viele Schüler machen sich das Leben extrem schwer wegen dem schlechten Timing. Also wie gerade schon erwähnt, versucht so früh wie möglich Spiegelblinker zu machen, damit ihr genug Zeit für den Schulterblick habt. So, fahren wir Ampel rechts gleich. Hier muss man jetzt aufpassen, weil wir können natürlich nicht mit dem Radfahrer zusammen reinfahren. Außerdem muss hier zur Absicherung Schulterblick gemacht werden. So, und dann fahren wir ruhig die zweite Ausfahrt raus. Ist klar. Oh, siehst du die nicht? Ja.
Doch, ich dachte, ich würde nur vorher da reinkommen. Ja. Ihr konntet wahrscheinlich sehen, ich musste die Bremse drücken, also eingreifen. Allerdings habe ich mich dann ein kleines bisschen darüber gewundert, dass er so meinte, so, oh ja, ich dachte, ich schaffe das noch. Weil hier hätte ich jetzt ziemlich sicher damit gerechnet, dass er sie gar nicht erst gesehen hat. Weil man muss natürlich sagen, es gibt relativ viele Situationen, wo man selber mit sich hadert und überlegt, schaffe ich das noch da vorher reinzufahren oder warte ich lieber? Aber hier in dieser Situation muss man dann schon ganz klar sagen, dies war auf jeden Fall nicht so eine Situation. Weil hätte man sich hier dazu entschieden, weiterzufahren, hätte die gute Frau mit ihrem Kinderwagen höchstwahrscheinlich ein kleines Problem. Und ich als Fahrlehrer gleich dazu. Man muss ja auch ein bisschen dazu sagen, hier kann man jetzt als Fahrlehrer dem Schüler nicht wirklich effektiv was beibringen. Hier solltet ihr dann selber in der Lage sein, sowas einschätzen zu können und sowas zu sehen. Geht am besten diesbezüglich auf gar keinen Fall auch nur irgendein Risiko ein. Denkt immer daran, die Zeit ist in der Prüfung und in den Fahrstunden immer euer bester Freund. Also wenn ihr dann einmal verstanden habt, dass die Zeit euer Freund ist und noch viel wichtiger, umso mehr Zeit ich mir nehme, desto kürzer wird am Ende meine Prüfungsstrecke. Wenn ihr das dann einmal verstanden habt, glaubt mir, dann geht ihr da schon freiwillig kein Risiko mehr ein. Und dann kommen dann so Sätze wie, ich dachte, ich schaffe das noch vorher, eher seltener vor. Wobei man hier auch dazu sagen muss, dass dieses ganze Einschätzthema für Fahrschüler natürlich relativ tricky ist. Nur wenn ihr dort einfach kein Risiko eingeht, dann kann euch da auch einfach nichts passieren. Und ich kann euch hier ziemlich klar sagen, kein Prüfer dieser Welt würde euch zwingen, da irgendein Risiko einzugehen. Hier in dieser Situation haben wir jetzt den Radfahrer direkt vor unserer Nase. Allerdings befindet sich direkt dahinter auch ein Bahnübergang. Hier müsst ihr jetzt mit mäßiger Geschwindigkeit ranfahren und beide Seiten absichern, dass wirklich kein Zug kommt. Deswegen darf auf dem Bahnübergang auch nicht überholt werden. Merkt euch hier, falls ihr vor dem Bahnübergang noch wirklich überholen wollt, dürft ihr auf gar keinen Fall irgendwelche Radfahrer ausbremsen. Also überlegt euch gut, ob es sich noch lohnt, vorher zu überholen. Denkt bitte auch hier wie immer daran, die Zeit ist euer bester Freund. Und aus diesen besagten Gründen würde das Überholen hier in der Prüfung auch direkt zum Durchfallen führen. Weil wie man hier schön sehen konnte, ihr würdet euren Fahrlehrer dazu zwingen, einzugreifen. Alter. Ja, also guck mal, ich weiß halt nicht genau, ob man das weiß oder kennt, deswegen habe ich auch nicht... Man muss aber auch dazu sagen, würde euer Fahrlehrer nicht die Bremse betätigen, wäre die Prüfung hier trotzdem beendet. Boah, es gibt so viele Sachen, Alter. Guck mal. Erstmal muss man ein bisschen... Achso, und falls der ein oder andere von euch sich wundert, warum ich ab und zu mal das Lenkrad übernehme und weiterfahre. Erstmal muss man sagen, ich halte meistens an der nächsten Gelegenheit sofort an. Und der eigentliche Grund ist letztendlich nur, dass der Schüler sich dann voll und ganz auf mich und meine Erklärung konzentrieren kann. Weil ihr könnt euch vorstellen, die allermeisten Schüler hätten da gewaltige Probleme, wenn sie Auto fahren müssten und zur gleichen Zeit auch noch zuhören. Und deswegen bleiben wir hier jetzt auch rechts am Rand stehen und ich erzähle dem Schüler genau das Gleiche, was ich euch gerade auch erzählt habe. Bezogen auf den Bahnübergang selbstverständlich. Ja, guck mal. Nee, schaffst du nicht. Aber wenn die Autos da jetzt kommen, würde ich trotzdem schon mal Bremse drücken, Auto anmachen, auf D machen, genau, und jetzt fahr los. Also. So, im Anschluss wollen wir wieder vom Fahrbahnrand anfahren. Und wie ihr sehen könnt, macht der Schüler auch perfekt die Spiegelbeobachtung und den Blinker. Allerdings dürft ihr hier beim Anfahren niemals den Schulterblick vergessen. Gerade an so einer stark befahrenen Straße, welches auch noch eine Fahrradstraße ist. So, ich glaube, ich zeige euch das mal besser eben genauer, warum das hier so mega wichtig ist. So, das hier ist quasi euer Auto. Benutze ich dann meinen Innenspiegel, habe ich dann in etwa nach hinten dieses in blau gehaltene Sichtfeld. Dann seht ihr hier die Sicht der beiden Außenspiegel in grün gehalten. Und zu guter Letzt könnt ihr hier ziemlich gut erkennen, wo sich in etwa die beiden toten Winkel befinden. Weil die sind letztendlich der Grund dafür, warum ihr trotz Spiegelbeobachtung auch immer Schulterblicke mitmachen müsst. So, und jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man vernünftig anfährt. Mal Bremse drücken, Auto anmachen, auf D machen, genau, und jetzt fahr los. Also. Hier könnt ihr jetzt im Nachhinein nochmal schön sehen, Ja, dass ihr den Schulterblick wirklich komplett vergessen habt. Dann kannst du da natürlich los. So, fahr mal links runter. Jetzt muss ich quasi so hier. Genau. Jo, da das eine Einbahnstraße ist, muss man sich hier zum Linksabbiegen auch in den linken Fahrstreifen quasi in den Gegenverkehr einordnen. Macht er hier aber in diesem Fall genau richtig. Auch wenn man hier wieder den Schulterblick vergessen hätte.
Hier müssen wir jetzt an der Ampelkreuzung nach links abbiegen. Man erkennt hier gut die kleine grüne Fußgängerampel und zusätzlich sogar noch diesen Schutzblinker. Da man in die Richtung schaut, könnt ihr relativ gut erkennen, dass sich von vorne weder Gegenverkehr noch Fußgänger oder Radfahrer nähern. Ihr könnt aber nicht wissen, was sich hinter euch abspielt. Also ob von links noch irgendjemand rüber möchte. Und deswegen ist der Schulterblick nach links vor dem Abbiegen auch unerlässlich. Hier kann man jetzt schön erkennen, dass er wohl nochmal nach links schaut, aber man muss sagen, das ist leider kein Schulterblick. Also achtet da wirklich drauf, dass man bei dem Schulterblick wirklich den Kopf drehen muss und den toten Winkel absichert. Also nach links in den Spiegel schauen reicht hier wirklich nicht aus. So, fahren wir an der Ampel gleich links da. Bei der Kreuzung. Genau. Und hier habt ihr jetzt wieder genau dasselbe Thema. Wir müssen nach links abbiegen und haben dort eine grüne Fußgängerampel. Und wenn wir jetzt hier wieder ohne Schulterblick abbiegen, können wir doch überhaupt nicht wissen, ob von hinten noch jemand kommt. Hier bei diesen Hindernissen müsste man natürlich auch wieder Spiegel, Blinker, Schulterblick mitmachen. Du darfst nicht auf den Bürgersteig fahren. So, ihr seht hier, ich musste die Bremse drücken, weil der Schüler einfach ganz stumpf auf den Bürgersteig gefahren wäre. Das machen zwar sehr viele Autofahrer, aber macht das auf gar keinen Fall in der Prüfung, weil dafür fällt man in der Regel sofort durch. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Frau Ich bin mal so stumpf uns natürlich auch einfach die Vorfahrt genommen hat. Nur da man sie dafür ja sehr schlecht vom Fahrrad holen kann und auch nicht auf den Bordstein fahren darf, denkt bitte auch wie immer hier daran, die Zeit ist euer bester Freund. Also würde ich da als Fahrschüler eher eine Runde beten, dass im Anschluss noch 10 andere Fahrräder kommen und mir auch die Vorfahrt nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Je kürzer ist im Endeffekt eure Prüfungsfahrt. Das müsst ihr beim Fahren immer auf dem Schirm haben. Fahr mal dritte raus. Ja, es war auch nicht viel, es war nur ein bisschen. Guck mal, lass mal eben los. Hier musst du voll aufpassen. Weißt du warum? Weil wenn ich hier rankomme, kann ich nicht da gucken. Ich muss erst hier gucken. Ja, die Stelle hier ist wirklich mega krass. Zuerst müsst ihr euch vortasten, bis ihr hier rechts vernünftig einsehen könnt. Wenn ihr dann vernünftig seht, danach könnt ihr euch dann auch auf die linke Seite konzentrieren. Da. Ja. Ganz vorsichtig, weil manchmal, Alter, kommen die hier mit dem Fahrrad angefahren. Ey, die fliegen nach Meppen, wenn du die überfährst, weißt du? Ja, die fliegen wirklich bis nach Meppen. Weil die Fahrradfahrer fahren da teilweise einfach so raus, ohne zu gucken, ob da überhaupt irgendwie jemand kommt. Ja. So, jetzt kannst du weiter. Weil die Ecke ist voll ätzend da, ey. Weil die Fahrräder fahren auch mal wie behindert. So, ihr seht, wir sind in der Stadt, ist 20-Zone, ist super mega eng und Horrorstraße für Schüler. Nur gerade in so einer Straße dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen, die Zeit ist euer bester Freund. Oh, das ist so krass.
Oh. Siehst du das? Guck mal. Hier wird der Schüler Das ist relativ zwar eindeutig so durchgefallen wegen dem Seitenabstand. Ihr müsst ein bisschen verstehen, dass man als Fahranfänger die Abstände nur relativ schlecht einschätzen kann. Und das zweite Problem, das wir hier haben, man kann in der Prüfung da relativ schnell durchfallen. Merkt euch hier, ihr müsst zu stehenden Hindernissen mindestens immer circa 1 Meter Abstand einhalten. Könnt ihr dies aber nicht, weil beispielsweise die Straße zu eng ist, so wie in diesem Beispiel, müsst ihr aber sicherstellen, dass man langsam, vorsichtig und sicher fährt. Also könnte man wirklich sagen, ihr müsst wirklich zu 100% sicher sein, dass das passt. Stellt euch mal bitte vor, ihr wärt mit eurem eigenen Auto unterwegs. Dann würdet ihr das höchstwahrscheinlich automatisch so machen. Also fahrt doch einfach eine Fahrstunde und stellt euch einfach vor, ihr wärt alleine im Auto und müsstet das erste Mal wirklich alleine fahren, ohne dass jemand dabei ist. Dann wäre euch wahrscheinlich auch egal, wie lange das dauert. Hauptsache, ihr kommt da lebend durch die Situation. Und in der Prüfung ist das eigentlich nichts anderes, außer dass euer Fahrlehrer eingreift und ihr keinen Unfall baut. Denkt ihr aber auch wie immer an die Zeit, weil desto öfter und je länger ihr stehen bleibt, desto kürzer ist doch eure Prüfung. Jetzt da lang? Ja. Musst du selber machen, ne? Hier haben wir jetzt die Fußgängerzone mit Anlieger frei und hier dürft ihr dann in der Prüfung nicht geradeaus fahren und müsst selbstständig abbiegen. Würde man hier geradeaus fahren, wäre die Prüfung sofort zu Ende. So, hier geht's direkt weiter und hier haben wir sofort diese Fußgängerin hier. Weil wenn die einfach rüberläuft, dann... Ja genau, wenn die einfach rüberläuft, dann haben wir ein Problem. Also haltet in dieser Situation an und lasst sie in Ruhe rüber, weil ihr wisst ja, das mit der Zeit und so. So, hier haben wir jetzt eine schöne Situation. Hier haben wir jetzt so eine Einmündung sogar mit Straßenschild. Und wenn ihr euch die Situation jetzt mal ganz genau anschaut, was würdet ihr sagen? Ist hier eine Rechts-zur-Links-Straße, ja oder nein? Weil an der Situation kann man relativ gut erkennen, ob die Schüler das wirklich verstanden haben oder nicht. So, habt ihr euch festgelegt, bevor ich jetzt die Situation hier aufkläre? Weil man kann hier relativ klar sagen, ihr erkennt nur an dem Bordstein, ob rechts vor links ist oder nicht. Verläuft der Bordstein gerade an der Straße entlang, so wie hier in diesem Beispiel, wäre es keine Straße und somit kein rechts vor links. Für den Fall, dass der Bordstein so wie in diesem Beispiel in die Straße mit reingehen würde, wäre das in diesem Fall rechts vor links und somit auch rechtlich gesehen eine Straße. Die sind auch zu nah dran. Ist das so? Ja. Na, weil die schon so zwei... So, und ich glaube, das hatten wir doch heute schon mal irgendwo. Die Leute hier sind natürlich viel zu nah dran, so dass ich wieder die Bremse drücken musste, weil ja, ich denke, dass er sie wohl gesehen hat, nur das mit dem Einschätzen ist wieder so eine Sache. Hier bei diesem Hindernis müsste man eigentlich wieder Beobachtungen und Blinker mitmachen. Lang? Hier musst du selber sehen. Ich muss da lang? Weißt du aber warum? Weil das ist die Frage. Ich hoffe, du weißt. Nee. Ne? Wow. Hier in dieser Situation hätte der Schüler jetzt alles richtig gemacht. Problem ist, er weiß nur nicht ganz genau, was hier abgeht. Ich fahre ihm dahin, weil wir stehen ein bisschen im Weg. Pass auf, weil normal wäre das hier so. Also, wenn wir jetzt da fahren würden, wäre hier eigentlich geradeaus. Und das wäre rechts. Verstehst du? Also, wenn er nichts sagt, müsste man eigentlich hier lang. Theoretisch. So, nur das Ding... Und ich erkläre ihm jetzt hier nur, dass man normalerweise hier lang geradeaus fahren müsste, weil der Prüfer halt nichts sagt. Aber da wir hier oben dieses Verkehrszeichen haben, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus und ihr müsst selbstständig abbiegen. Rote Schild. Das, ne? Runde. Würde man dort reinfahren, wäre man wieder durchgefallen. Du kein Anlieger bist. Ne? Weißt du, was das rote Schild oder was das anliegerfrei heißt? Und blinken muss man da auch, das weiß man aber auch, oder? Normal, wenn man abbiegt. Ja, ja. Genau, normal. So, fahren wir gleich rechts wieder.
Hier musste ich jetzt wieder leider die Bremse drücken und eingreifen, weil er so rausgefahren wäre. Genau. Aber wir gehen mal eben kurz zurück und gucken uns das mal genau an, weil man kann hier relativ schön erkennen, was dort passiert ist. So, wir kommen hier angefahren und achtet mal auf den Schüler, er schaut jetzt nach links und er schaut dann wirklich beim Rausfahren nur nach links. Und jetzt, wo er den Kopf dreht, ist es leider schon zu spät und ich muss eingreifen. Ja. Nur was genau ist hier jetzt schiefgelaufen? Wir haben hier eine relativ schmale Straße, wo dann auf der rechten Fahrbahn einige Hindernisse stehen. Und dann kann es natürlich durchaus mal vorkommen, dass wie in diesem Fall Personen auf eure Fahrbahn ausweichen müssen wegen diesen Hindernissen. Also müsst ihr damit theoretisch immer rechnen. Was ja auch noch mega wichtig ist, sollte die Sicht so wie hier relativ bescheiden sein, muss man sowieso auch immer nach rechts schauen, weil dort immer Fußgänger kommen können. Musst du aufpassen. Ja. Genau, jetzt kannst du fahren. Ne, die kommen da zwar, aber du musst verstehen, die fahren trotzdem auf der linken Spur. Aber ist auch nicht gut rausgefahren, weil du fährst zu eng raus, verstehst du? Ja. Ich muss da nochmal ein bisschen, also ich kann da ein bisschen... Aber Stadt ist auch... Fahr ruhig weiter. Geradeaus? Ja, ja. 20 km/h, ne? Ne, hier ist 30 Zone. 30er-Zone. Das liegt aber daran, weil man das Schild nicht gesehen hat. Seht ihr, und das ist das, was ich am Anfang meinte, dass die Schüler sich immer in Bezug auf Geschwindigkeit nach dem Tacho richten, was vorne angezeigt wird. Obwohl ich denen natürlich schon 738 Mal gesagt habe, so ey, da darfst du dich nicht nachrichten, Mann. So musst du immer selber auf Schilder gucken. Aber es liegt da nur dran, da war wohl ein Schild, nur man hat das nicht gesehen. Nicht gut. Du fährst da in die Blätter rein und wenn du Pech hast, macht er eine Vollbremse. Das ist das Auto. Achtet bei dem Zebrastreifen hier ein bisschen darauf, der ist von der anderen Seite wesentlich schlechter einsehbar. Also passt hier eure Geschwindigkeit an und fahrt so, dass ihr jederzeit anhalten könntet, falls dort einer kommt. Und dann muss man am Ende der Straße wieder links. Schade, dass er den Bus mal aufgelegt hat. Und hier ist er durchgefahren. Weißt du zufällig warum? Weil ich... Ja, 20er-Zone. 20er-Zone meint er. Hier weiß er jetzt in diesem Moment noch nicht ganz genau, warum er durchgefallen ist. So, jetzt hat er es auch gesehen. Der Grund dafür war hier natürlich ein Vorfahrtgewährenschild. siehst du es auch. Jetzt sehe ich's. Ja, jetzt bräuchte Heißt er also, noch dass der fahren. Querverkehr hier ganz klar Vorfahrt hat. Aber wenn man sich das hier ganz genau anschaut, befindet sich hier rechts ein verkehrsberuhigter Bereich. Und wer aus einem verkehrsberuhigten Bereich kommt, ist in der Regel wartepflichtig. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, warum hier wirklich jeder Schüler bei diesem Vorfahrtgewehrenschild einfach rausfährt. Weil guckt euch das mal an, wenn wir hier von der anderen Seite kommen, haben wir ja hier den verkehrsberuhigten Bereich mit Anleger frei, wo man dann selbstständig abbiegen muss. Und vielleicht vergessen die Schüler dann, dass man als Anlieger ja geradeaus weiter reinfahren darf in die Stadt, was man als Fahrschüler, weil man ja kein Anlieger ist, nicht darf. So, und jetzt zählt mal 1 und 1 zusammen. Wenn man dann also von dieser Seite kommt, denken sich die Schüler dann oder haben vielleicht irgendwie unterbewusst im Hinterkopf oder so, ja gut, die Stelle kenne ich ja hier, da muss man ja sowieso abbiegen, also fahre ich mal so raus. So, und da das wirklich bei mir jeder Fahrschüler falsch macht, könnte dies ja wirklich der Grund dafür sein, warum da jeder Schüler Probleme hat. Weil eigentlich ist die Stelle jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert, muss man sagen. Da steht ganz klar Vorfahrt gewähren und dann weiß man eigentlich relativ easy, was zu tun ist. Aber kurios daran ist auch, dass das auch Schüler falsch machen, wenn sie das Vorfahrtgewehrenschild gesehen haben. Naja, ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu schreiben. Ja, die Schüler fahren dann immer so raus wie gerade, weißt du? Und man weiß gar nicht genau warum. So, Und hier ist wieder 50. hier ist wieder 50. Hier ist wieder genau dasselbe. Sollten nach der 20-Zone keine Geschwindigkeitsschilder kommen, bin ich wieder innerorts und es darf 50 gefahren werden. So, hier haben wir jetzt eine schöne Stelle. Weil der Schüler sich relativ stark auf die Straße fixiert, übersieht er hier, glaube ich, zu unserer Linken diesen Bus mit Warnblinker. Und das ist sehr schlecht, weil ihr müsst immer in der Lage sein, Busse zu sehen, ganz egal auf welcher Seite sie stehen. Haben wir dann einen Bus mit Warnblinker, so wie in unserem Fall, dürft ihr dann in diesem Bereich nur Schritttempo fahren.
aber lasst euer Auto einfach mit Standgas rollen. Außerdem ist hier besondere Vorsicht geboten und ihr müsst Fahrgäste immer rüberlassen. Und dies gilt immer für beide Straßenseiten, sofern keine bauliche Trennung vorhanden ist. Für den Fall, dass ihr einen Bus ohne Warnblinker habt, müsst ihr in diesem Bereich mäßige Geschwindigkeit fahren. Bedeutet dann also ca. 10 bis 30 km/h. Ihr müsst ja euer Tempo so anpassen, dass ihr jederzeit ohne Probleme anhalten könnt. Hier ist genauso besondere Vorsicht geboten und Fußgänger müssen rübergelassen werden. Und dies gilt ebenfalls für beide Straßenseiten, sofern keine bauliche Trennung. Guck mal, siehst du das? Was? Okay. Ein UFO! Wenigstens kann man hier relativ klar sagen, dass er den Bus höchstwahrscheinlich nicht gesehen hat. Ich glaube, als Schüler hat man das nicht, registriert man das nicht. Falls ihr in Nordhorn fahrt, könnt ihr hier wirklich lieber den linken Fahrstreifen nehmen, weil ihr später sowieso ein Reißverschlussverfahren habt und dann eh rüber müsst. Hier hat der Schüler den Bahnübergang komplett übersehen. Er hat also weder die Geschwindigkeit angepasst, noch hat er geschaut. So, fahr mal Ampelkreuzung gleich links wieder. Merkst du jetzt, dass du keine Spiegel kaufst? Ja, jetzt. Du hast gesagt. Ja. Da hat sich einfach. Ja. Hier beim Abbiegen müsste wieder ein Schulterblick gemacht werden, unabhängig davon, ob Radfahrer und Fußgänger grün haben. Aber ich denke, das Thema Abbiegen und Schulterblicke sollte so langsam jeder verstanden haben. Normal kannst du eigentlich... Normal kann ich eigentlich. Ja, normal kann man so weiter. Weißt du, wenn der jetzt weg ist, kannst du sofort hinterher. Nur, man muss ein bisschen verstehen. Boah, Katastrophe. Ja, das war doch ein bisschen sehr eng, muss man sagen. Weil das Thema mit dem Meter und dem Vorsichtigfahren hatten wir ja gerade schon. Nur in dieser Situation könnt ihr euch ruhig den Platz nehmen, weil in dem Moment ja kein Gegenverkehr kommt. Dann erkläre ich dem Schüler noch kurz, dass er bei Hindernissen Spiegel, Blinker und Schulterblick mitmachen muss. Und achtet hier besonders auf euer Timing, weil ihr habt in der Regel super viel Zeit, um euch das schön einzuteilen. Und je besser euer Timing ist, desto einfacher wird das Fahren. Hier müssen wir jetzt nach links abbiegen und man kann erkennen, der Gegenverkehr hat jetzt rot und muss dort an der Linie stehen bleiben. Mittlerweile kommt ihr wahrscheinlich auch selber drauf, aber der Schulterblick hier ist extrem wichtig wieder. Weil ihr kommt hier angerollt und beschäftigt euch ziemlich lange mit den Leuten, die von vorne kommen. So, er bleibt dann stehen, weil er rot hat. Ob von vorne Fahrräder kommen, könnt ihr natürlich auf einen Blick sehen. Allerdings kann ich doch niemals wissen, ob dann hier von hinten noch jemand kommt. Und da sollte man dann verstehen, das macht diesen Schulterblick wirklich unerlässlich. Zusätzlich habt ihr hier direkt nach dem Abbiegen sofort einen Bahnübergang, wo man selbstverständlich wieder die Geschwindigkeit anpasst und absichert. Und Bahnübergänge sind in der Prüfung extrem wichtig, weil solltet ihr sie übersehen, kann man hier relativ schnell durchfallen. Wir haben jetzt hier so eine nach links abknickende Vorfahrtsstraße. Allerdings kann dieses Zusatzschild hier beliebig aufgestellt sein. Nur darüber könnt ihr relativ easy sehen, wo welche Straße genau hinführt. Man liest das Schild immer so, dass man selber natürlich von unten kommt. Und dann sind die Balken auf dem Schild genauso angeordnet wie die Straßen. Und dann könnt ihr ziemlich genau erkennen, wo welche Straße hinführt und vor allem, ob es sich um eine positive oder negative Straße handelt. Die roten Balken stellen natürlich eine negative Straße dar, also eine Straße, wo man keinen Vorfahrt hat. Und der grüne Balken ist selbstverständlich immer der Verlauf der Vorfahrtsstraße. Und da der grüne Balken immer gebogen ist, nennt man das abknickende Vorfahrtsstraße. Sagt der Prüfer nichts, müsst ihr immer auf der Vorfahrtsstraße draufbleiben. Für den Fall, dass man die Vorfahrtsstraße verlassen soll, wird der Prüfer euch Bescheid sagen. Wenn ihr dann auf der Vorfahrtsstraße drauf bleibt, muss auch immer geblinkt werden.
So, hier ist wieder genau dasselbe, was wir heute schon ein paar Mal hatten. Das Tacho zeigt in diesem Moment dem Schüler eine falsche Geschwindigkeit an. So, und da wir vorne beim Reinfahren keinerlei Schilder hatten, wäre hier wieder innerorts und 50. Hier müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, weil wie ihr sehen könnt, ist hier Vorfahrt gewährend für Fußgänger und Radfahrer. Und da man jetzt ein bisschen länger warten muss, bis die Kumpanen hier rübergelaufen sind, habt ihr wieder das Problem, dass man natürlich nicht sehen würde, wenn hier hinten noch irgendjemand kommt. Also ist hier wieder mal der Schulterblick extrem wichtig, bevor ihr darüber fahrt. Aber man kann ja auch sehr schön sehen, wenn man den Fahrlehrer beobachtet, dass er hier zum Absichern auch noch einen Schulterblick macht. So, und hier war jetzt relativ stumpf, weil seht ihr das? Er kommt immer näher zum Bordstein, bis ich dann wirklich die Bremse drücken musste, weil man nicht mehr sehen kann, ob man dagegen kommt. Das kann was mit dem Gegenverkehr zu tun haben, weil hier von vorne zugleich ein Auto kam. Aber nur weil natürlich von vorne ein Auto kommt, kann ich nicht gegen den Bordstein fahren. Das ist ja klar, ne? Und das meinte ich auch mit Geschwindigkeitsanpassung. Bedeutet, wenn dort ein Auto von vorne kommt und das eng wird, dann muss ich meine Geschwindigkeit anpassen. Heißt also, die 50, die man hier fahren darf, die kann man dann in dem Moment gar nicht fahren. Das ist echt so, weißt du? Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß, das ist eng so hier. Also es ist hier. Oder hier ist auch ein schönes Beispiel. Hier fahren die Schüler von der Schule einfach über die Straße und unter diesen Umständen würde ich dann meine Geschwindigkeit selbstverständlich auch anpassen. Nur ihr müsst ja aufpassen, wenn man ohne Grund zu langsam fährt, dann würde der Prüfer eventuell auch was sagen. Nur für Schüler ist dann schwer zu sehen, ob dann hier in dem Moment ein Grund vorliegt oder nicht. Man musst du nicht freilassen. Also man kann das Fahrbuch freilassen, aber du bist nicht verpflichtet. Okay. Das ist nur bei Straßen, weißt du? Wenn das private Einfahrten sind, ist das nicht so. Hier haben wir jetzt wie vorhin eine abknickende Vorfahrtsstraße. Hier sage ich dem Schüler nur, dass er ein bisschen vorfahren soll, damit der da hinter uns reinkommt. Da es sich um einen Parkplatz handelt, müsstet ihr diesen aber nicht frei halten. So, halte ich mal ruhig rechts und dann an der Ampel wieder rechts. Blinker nochmal. So. Hier hätte man jetzt wieder eine grüne Fußgängerampel beim Rechtsabbiegen und ein bisschen lustig, hier hat der Fahrschüler tatsächlich an den Schulterblick gedacht, nur er hat ihn aus Versehen nach links gemacht statt nach rechts. Ich glaube sogar in diesem Fall war die Fußgängerampel rot. Spielt ja aber auch gar keine Rolle, weil ihr wisst ja mittlerweile, Schulterblicke müssen immer mitgemacht werden. Geradeaus oder abbiegen? Ja, ich überlege noch. Frage ist aber relativ überflüssig, weil wenn nichts gesagt wird, ne? Ja, fahr mal ruhig rechts. So, hier haben wir jetzt gleich wieder einen Bahnübergang, wie wir heute schon auch so oft hatten. Nur ich glaube, das Problem bei Bahnübergängen ist auch so ein bisschen, man schaut sich als Beifahrer unterbewusst unglaublich viel beim Autofahren ab. Ob das jetzt mit euren Eltern ist oder irgendwelchen Freunden, ganz egal. So, und dann hat man das natürlich vorher noch nie im Leben gesehen, dass irgendjemand bei geöffneten Schranken links und rechts schaut und langsamer fährt. Nur sobald man dann in die Fahrschule kommt, denkt man dann, hä? Was will er denn jetzt von mir? Weil haargenau dasselbe habe ich vor ein paar Jahren selber noch gedacht. Aber ich kann euch dann sagen, als mich dann ein Prüfer darauf hingewiesen hat und ich dann wirklich eigenhändig die Zahlen im Internet nachgesucht habe,
konnte ich wirklich meinen Augen nicht trauen, wie viele Unfälle es da in Bezug auf technisches Versagen gab. Also muss man schon sagen, dass das wirklich berechtigt ist, dass man dort langsam fahren muss und schauen muss. So, hier haben wir jetzt den besagten Bahnübergang und wie schon erwähnt, ihr müsst mit mäßiger Geschwindigkeit ranfahren und beide Seiten absichern, dass kein Zug kommt. Mäßige Geschwindigkeit wäre so circa 10 bis 40 km/h, ist aber komplett abhängig davon, wie gut der Bahnübergang einsehbar ist. Wichtig ist nur, falls bei geöffneten Schranken ein Zug kommt, müsst ihr immer in der Lage sein, anhalten zu können. Oh, und wie man unschwer erkennen konnte, hat er keins von beiden beachtet. Wow, mega, dass wir so ein Beispiel mal in einem Video haben. Ihr seht ja hier diesen Bulli auf der rechten Seite. So, nur wenn dieser Bulli dieses Schild hinten im Schaufenster hat, dann ist dies ein Schulbus. Bedeutet also, ihr müsst genau dasselbe machen wie bei einem normalen Bus. Also bei Warnblinker Schritttempo und mäßige Geschwindigkeit ohne Warnblinker. Und ihr solltet hier unbedingt auf dem Schirm haben, man fällt bei diesem Busthema wirklich schnell durch, wenn man da was falsch macht. Und da dieser Bulli rechtlich gesehen ja ein Bus ist, wäre mein Schüler hier relativ klar durchgefallen, wenn er da so vorbeigefahren wäre in der Prüfung. Und weißt du, die haben so ein Schulbusschild hinten drin im Fenster. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und fahr mal erste Ausfahrt. Ne, fahr mal besser zweite. Zweite Ausfahrt, also geradeaus. Ja. Schulterblick beim Rausfahren, sehr wichtig. Im Kreisverkehr ist übrigens auch der einzige Ort, wo ihr nicht unbedingt Spiegel gucken müsst, bevor ihr blinkt. Also reicht es, wenn ich lediglich einen Blinker setze und einen Schulterblick mache. Fahr mal Ampel links. Zu eng. Hier könnt ihr auf jeden Fall, falls das zu eng wird, lieber warten. Weil ihr seht, ich musste eingreifen und zusätzlich habt ihr unten noch eine durchgezogene Linie, über die man wahrscheinlich drüber müsste. Und denkt hier wieder ein bisschen daran, die Zeit ist doch euer bester Freund. Vergesst das nicht. So, hier haben wir jetzt beim Linksabbiegen einen Pfeil in der Ampel. Bedeutet, dass wir alleine abbiegen, keinen Gegenverkehr haben und keine Radfahrer und Fußgänger. Nur wichtig, trotzdem dürft ihr hier den Schulterblick nicht vergessen. Ja, hier muss man aufpassen, weil eine Baustelle 30 ist und wir fahren schon über 40. Weißt du, wegen der Baustelle. Wenn ihr in der Prüfung zu schnell fahren solltet, was im besten Fall natürlich nicht passiert, nur für den Fall der Fälle, dann achtet darauf, dass das immer in Maßen passiert. Heißt hier genau genommen, wenn ihr innerorts fahrt, nicht schneller als 5 km/h und wenn ihr außerorts fahrt, nicht schneller als 10 km/h. Und wenn es dann passieren sollte, dass ihr trotzdem ein bisschen drüber seid, dann habt ihr rechtlich gesehen circa 3 Sekunden Zeit, um es wieder anzupassen, also langsamer zu werden. Man muss dazu sagen, dass die Prüfer auch nicht so mega kleinlich sind. Also ihr habt da effektiv wohl ein paar Sekunden mehr Zeit. Aber ihr müsst es unbedingt selber merken und so schnell wie möglich wieder langsamer werden.
Hier ist wieder 50, ne? So, fahren wir wieder. Zweite geradeaus. Was? Ja, viel Verkehr. Weil wir müssen Ampel links. Wie alle anderen auch. Nee, also normal, wenn ich jetzt in der Prüfung wäre. In einer Prüfung solltet ihr darauf achten, hier nicht über die durchgezogene Linie zu fahren, so wie die anderen das machen. Wartet lieber kurz, bis die Autos vorne weggefahren sind und fahrt da ganz normal in den Fahrstreifen rein. Hat auch keinen Grund jetzt, weißt du? Weil gerade war viel Verkehr, da schon, aber... Das hier ist übrigens dieselbe Strecke bzw. Straße, die wir am Anfang gefahren sind. Nice, habt ihr es gesehen? Hier hat er jetzt den Schulterblick perfekt mitgemacht. Weil man muss natürlich sagen, der Schüler hat so bei Schulterblicken ein paar Probleme, aber ich bin echt schon froh, dass er da ab und zu mal dran denkt und das dann mitmacht. Aber man muss sagen, es liegt auch gar nicht daran, dass er das nicht weiß oder so, sondern es ist einfach nur der Kopf, dass man in der Situation in dem Moment nicht daran denkt. Deswegen kann ich euch wirklich nur raten, wenn irgendeiner da draußen von euch dieselben Probleme hat, also mit der Konzentration oder der Aufregung oder weil es einfach zu viele Sachen auf einmal sind, die ihr bewerkstelligen müsst. Oder sogar für den Fall, wenn ihr einfach nur so wenig wie möglich Fahrstunden haben wollt, damit ihr so wenig wie möglich bezahlen müsst, dann tut euch wirklich selber den Gefallen und versucht das mit dem kommentierten Fahren. Weil ich kann euch schwören, wenn der Schüler hier das kommentierte Fahren die ganze Zeit mitgemacht hätte, dann hätte er höchstwahrscheinlich 90% der Schulterblicke nicht vergessen. Und das wirklich schon nach der ersten Fahrstunde. Und ich erzähle euch hier wirklich keinem vom Pferd, weil ich sehe das ja tagtäglich bei den Schülern, die da Schwierigkeiten haben und die das dann anwenden. Die fangen beim Autofahren an zu reden und die fahren auf einmal wie ein komplett anderer Mensch. Ich habe das zwar am Anfang des Videos schon erwähnt, aber wenn ihr verstehen wollt, wie das genau funktioniert, dann guckt euch das Video hier an, weil da erkläre ich das haargenau. Und ich kann quasi jedem Einzelnen von euch versprechen, wenn ihr das Reden anwendet, dann werdet ihr definitiv besser fahren als vorher. Wenn euch das was kosten würde, würde ich euch darauf sogar eine Geld-Zurück-Garantie geben. So sicher bin ich mir.
Also fahr weiter, ne? Wir fahren nächste gleich. So, nächste Straße links. Ja, hier muss man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Ihr seht hier rechts die beiden Kiddies an der Straße und wir knallen dann hier mit 40 dran vorbei, obwohl die zwei da wirklich nicht sehr weit von der Fahrbahn entfernt sind. Und hier müsst ihr dann wirklich aufpassen, weil ihr in solchen Fällen eine besondere Sorgfaltspflicht habt. Dies betrifft dann wie in diesem Fall natürlich Kinder, aber auch bei älteren Menschen müsst ihr extrem vorsichtig sein. Und vor allem bei Personen mit Beeinträchtigungen muss besondere Rücksicht genommen werden. So, nächste Straße links. Wow, das war wirklich crazy. Problem ist immer nur, man kann aus dieser Kameraperspektive gar nicht so richtig erkennen, wie eng das wirklich war, glaube ich. Da wieder so nah dran kommst. Vielleicht kann man das hier aus dieser Kameraperspektive ein bisschen besser erkennen. Ja, krass. Ich frage mich gerade selber, was mich da geritten hat, nicht einzugreifen. So, man kann hier aber relativ gut erkennen, wenn man den Schüler so ein bisschen beobachtet, dass er doch schon ziemlich sehr auf die linke Seite hier fixiert ist, dahin, wo er abbiegen möchte. Nur trotzdem müsst ihr hier ein bisschen sicherstellen, dass ihr nicht rechts aus der Spur rausfahrt oder noch schlimmer gegen den Bordstein knallt. Also versucht ein bisschen dahin zu gucken, wo ihr abbiegt, nur lasst dann nicht stumpf euren Blick da, sondern guckt trotzdem noch nach vorne, wo ihr hinfahrt. Und ganz wichtig ist, ihr dürft auf gar keinen Fall links den Schulterblick vergessen, weil zu allem Überfluss kommt der ja auch noch dazu. Ja, genau, dass du, bevor du abbiegst, da wieder so nah dran kommst. Hier hat er jetzt gut erkannt, dass rechts vor links ist. Fahr mal rechts, nächster. Rechts, genau. Hier haben wir jetzt folgendes Verkehrszeichen. Hier fahren die Prüfer sehr gerne lang, weil die sehen wollen, ob der Schüler die Schilder selber erkennt und selber deuten kann. Also muss man hier selbstständig nach rechts abbiegen. Was der Schüler aber perfekt gesehen hat. Rechts und links siehst du gar nicht. Ach. Lustig ist nur, dieselbe rechts vor links nur von der anderen Seite sieht er auf einmal nicht. So, und dann rechts am Ende wieder. Fahren wir nächste, dann wieder rechts.
So, hier kommen wir dann jetzt so langsam auch zum Ende des Videos. Ich bedanke mich wie immer fürs Vorbeischauen und hoffe doch mal ganz schwer, dass ihr für eure Prüfungsfahrt bzw. Ausbildung was mitnehmen konntet. Wie immer, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann lasst es mich wissen. Ach ja, und seid doch so lieb, lasst einen Daumen nach oben da. Ist für euch nur 2 Sekunden Arbeit, aber würde mir extrem helfen. Und ihr würdet ja vielleicht sogar den anderen Leuten damit helfen, weil die Videos dann 1 oder 2 Leuten näher angezeigt werden. Nun ja, sei es drum. Wir sehen bzw. hören uns wie immer im nächsten Video. Bis dahin, ihr Lieben, macht es gut.